Hallo, willkommen in meiner Werkstatt. Wir werden heute eine Kette wechseln. Um die Kette zu lösen, muss ich zuerst das Kettenschloss suchen. Das Kettenschloss ist hier. Das Kettenschloss hat sieht etwas anders aus als die anderen Kettenglieder und hat hier so einen Schlitz. Dafür nehme ich ein Werkzeug. Ich kann aber auch irgendwie eine Spitzzange nehmen oder das auch mit der bloßen Hand nehmen und dann öffne ich das Kettenschloss. Und dann kann ich die Kette abnehmen. So, hier ist das Kettenschloss. Ich kann jetzt die alte Kette rausfädeln. Hier ist die neue Kette, die müssen wir jetzt auspacken und auf die richtige Länge bringen. So, wir sehen jetzt die zwei Ketten, die alte Kette oben, die neue Kette unten und wir sehen, dass die neue Kette etwas länger ist als die alte. Das heißt, wir müssen die neue Kette jetzt auf die richtige Länge bringen. Was ist die einfachste Möglichkeit, die Länge der Kette zu ermitteln? Man kann natürlich die Kettenglieder zählen, da kann man sehr schön durcheinander kommen. Ich komme da immer durcheinander, ich habe es eben auch versucht, es hat nicht geklappt. Am einfachsten ist es tatsächlich, die beiden Ketten, die neue und die alte Kette nebeneinander zu legen und dann eben zu schauen und an der Kette lang zu fahren und dann eben zu gucken, wo das Ende der ersten Kette ist, der alten Kette und dann eben entsprechend zu schauen, wo man die neue Kette einkürzt. Dabei muss man ein bisschen aufpassen, weil die alte Kette hat sich gelenkt, das heißt, die ist ein bisschen länger, da muss man schauen, dass man nicht durcheinander kommt. So, dementsprechend wäre die Kette hier jetzt zu Ende, die neue. Und jetzt muss man noch mal darauf Acht geben und da muss man sehr aufpassen. Dadurch, dass wir ein Kettenschloss haben, haben wir hier eben eine Innenlasche und eine Innenlasche und das Kettenschloss wird als Außenlasche funktionieren. Das heißt, man muss eben schauen, dass man diese Außenlasche hier entfernt, dass man hier diese Innenlasche übrig behält, damit man diese Innenlasche, die hier dann übrig bleibt, mit dieser Innenlasche hier durch das Kettenschloss verbindet. Eine Anmerkung, es gibt eben auch Shimano-Ketten, die haben kein Kettenschloss, sondern die haben so einen längeren Niet, der dann eben auf die Außenlasche gesetzt wird, da ist es dann anders. Vorsichtig, das ist eins der ganz großen Fehler, das macht man gerne falsch. Wenn man sie zu stark einkürzt, ist es zu kurz und dann hat man ein Problem. So, ich markiere mir hier die Kette dort, wo sie ab soll. Dann nehme ich so ein Kettennietwerkzeug. Und trenne die Kette an der Stelle. Es gab jetzt zweimal einen Widerstand. Beim zweiten Widerstand habe ich das Kettenniet jetzt auch aus der zweiten Lasche rausgeschoben. Und wenn ich das Ganze jetzt zurücknehme, und das Rädchen hier rausnehme, dann habe ich die Kette eingekürzt. Hier ist jetzt das Stückchen Kette und der übrig gebliebene Niet. Die alte Kette schmeißen wir auf gar keinen Fall weg. Die legen wir jetzt erstmal hier hin, für den Fall, dass wir sie später nochmal brauchen. Bevor ich die neue Kette jetzt anbaue, ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, den Antrieb zu reinigen und insbesondere die Schaltröhrchen mal anzuschauen und die mal sauber zu machen. Jetzt muss ich wissen, ist die Kette laufrichtungsgebunden? Die Shimano-Ketten, die Shimano 12-fach-Ketten sind laufrichtungsgebunden. Das heißt, man hat hier eine gestanzte Seite, auf der die Prägungen drauf sind und eine blanke Seite. Und die Ketten werden so montiert, dass man eben die gestanzte Seite sehen kann. So, ich ziehe jetzt die Kette drauf. Dabei beachte ich, wie gesagt, die Laufrichtung. Das heißt, das Gestanzte möchte ich gerne sehen.
Dazu muss ich sie erstmal entflechten. Die hat hier jetzt ein Dann setze ich sie drauf. Ich fehle die Kette jetzt durch und dabei muss ich aufpassen. Seht ihr diese Nase hier? Das Schaltwerk hat diese Nase und ich muss schauen, dass ich die Kette hier an dieser Nase vorbeiführe. Wenn ich sie jetzt versehentlich hier lang führen würde, dann würde die Kette hier an dieser Nase dran lang schleifen und dann müsst ihr die Kette wieder abbauen. Den Fehler, den hat glaube ich irgendwie jeder schon mal gemacht. Ich habe den auch schon zweimal glaube ich tatsächlich gemacht. Ein ziemlich doofer Fehler, weil das bedeutet, dass man es alles wieder abbauen muss. So, die Kette ist jetzt ums Schaltwerk drumherum gelegt. Ich zeige das nochmal. Jetzt kommt die Schwierigkeit. Ich muss die Kette jetzt verbinden. Ich habe jetzt hier jeweils die Seiten des Kettenschlosses auf die jeweilige Kettenseite drauf gespannt. Ich habe jetzt zur Hilfe mir hier die Kette vom Kettenblatt runtergenommen und jetzt muss ich diese Seiten ineinander stecken. Die sind jetzt ineinander gesteckt, aber noch nicht richtig verbunden, wie man sieht. Das heißt, die ist noch nicht komplett eingerastet. Jetzt mache ich Folgendes. Ich packe jetzt die Kette wieder vorsichtig aufs Kettenblatt drauf. Rolle einmal rum, bis das Kettenschloss hier ist, hier oben. Bringe einmal richtig Zug auf die Kette. Hab das Knacken hören. Jetzt kann man sehen, jetzt ist das Kettenschloss eingerastet. Das heißt, die Kette ist jetzt richtig verbunden. Da wir jetzt hier diese Vernietung angefasst haben, mache ich jetzt noch Folgendes. Ich nehme jetzt noch einen Tropfen Kettenöl, packe das jetzt hier auf dieses Kettenschloss drauf, auf die beiden Niete. Lasse das jetzt ein bisschen einwirken. Bewege das jetzt mal ein bisschen hin und her, dass das Öl schön hier reinläuft, damit dieses Kettenschloss auf jeden Fall gangbar ist. Damit ist die Kette gewechselt. Die alte Kette solltet ihr erstmal nicht wegschmeißen. Ich würde empfehlen, fahrt jetzt erstmal eine Runde, fahrt auch die Kette ordentlich unter Last und schaut, ob die Ritzel noch in Ordnung sind, ob die noch nicht verschlissen sind, weil was passieren kann, ist, dass jetzt die Kette neu ist, aber die Ritzel verschlissen sind und dann kann es eben sein, dass die Kette überspringt hinten. Wenn ihr die alte Kette noch nicht weggeschmissen habt, habt ihr noch die Option, die alte Kette erstmal wieder raufzuziehen, bis ihr neue Ritzel besorgt habt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch geholfen. Lasst ein Like und ein Abo da. Ergänzungen und Fragen bitte in die Kommentare. Danke und bis zum nächsten Mal. Und tschüss!